100 Euro. Wie weit komme ich damit? Die Kaufkraft von 100 Euro ist nicht überall gleich. In der Schweiz bekommst du dafür vielleicht nur ein halbes Abendessen, aber in Vietnam, damit kriegst du vielleicht ein ganzes Abenteuer. Und genau das will ich herausfinden. Was kann man damit erleben, essen, entdecken? Wie bewegt man sich durch die Stadt? Und wie fair sind die Preise? Ich checke dabei jeden Euro und jeden Cent und am Ende gibt es mal ein ehrliches Fazit und den Vergleich verschiedener Orte. Und zwar, wie man unschwer erkennen kann, sind wir in Washington D.C. und wir schauen, wie weit wir mit den 100 Euro heute kommen. Und als allererstes gibt es einmal Frühstück. Und zwar gab es hier im IHOP einmal Bacon, dazu eine Waffel mit frittiertem Hähnchen und eine Blueberry Lemonade. Leute sagen zu mir Crow, das Genie, denn er float wieder wie dieser Hauber und außerdem baut er die Beats, es ist Ein absoluter Schmackofratz. Und jetzt, nach dem Frühstück, geht's einmal wieder mit der Bahn. genauso wie AC. Ich chill im Bett mit ner Chick, die sieht aus wie die Sis von Dior. Doch eigentlich geb ich 'n Fick auf Frauen wie Step back, doors closing. das mit den Chicks tut mir leid, es war nicht so gemein. Kannst du mir noch mal verzeihen, Ina? Und sie schreit, ich heiß. Doch wenn sie plötzlich so ein kleines Ding zeigt, du eigentlich schon weißt, der zweite Strich heißt, es ist aus und vorbei bleibt. Und an der Stelle ging es in die National Gallery of Art. 3 Tagen chillen schon dein ganzes Haus und deine Leihwagen er schießt. Ja, doch das würde ich mich nicht trauen, Mann, das weiß ich genau, denn davor hau ich ab und sing Runaway wie Kanye. Und dann lauf ich, wohin ist noch offen, am besten nur weit, weit weg, vielleicht Washington D.C. Und diese Frau war verrückt, denn sie hat mich erdrückt. Schreit Bro, komm zurück, doch ich schlüpf gerade in die Air. Einfach sitzen, Bruder. Mach den iPod an und alles, was ich höre, ist Sunny. Ich weiß schon, du heißt, aber ist mir egal. Ich nenn dich lieber Sunny. Ab jetzt wird alles, denn du bist nicht mehr da. Wie man hier an der National Gallery of Art schon erkennen konnte, kann man ziemlich viel in DC auch kostenlos anschauen. Unter anderem Kunst und Museen. Und jetzt geht's nochmal zu einem anderen Museum. So, Freunde, bevor wir ins nächste Smithsonian Museum gehen, was kostenlos ist, habe ich mir hier von einem dieser Food Trucks was zu essen geholt. Und zwar habe ich hier einmal so ein Chicken Sandwich geholt und Pommes dazu. Und natürlich was zu trinken. Hier die Cola hat gekostet 16,50. Natürlich notiert. Auf jeden Fall erstmal guten Appetit. Ich würde fast sogar sagen, besser als erwartet. Es war ein bisschen teuer für sowas, aber ja, ist ganz gut. Kann man machen. 2 wichtigsten Sachen, die jemals passiert sind. Okay? Kaffee. Mit der Kartoffel. So, mitgenommen habe ich hier einmal die Smithsonian Museen Coin. Die hat gekostet genau $1. Die ist immer spezifisch für die ganzen Museen. Und hier, wie man es von zu Hause kennt, die gepressten Münzen werde ich jetzt auch noch holen.
ain't get no get back, huh? I don't get that. I kill you for a Nick sack. Hey, guns like Halo, Call of Duty, get you shit back. Baby Draco got no kickback. Take a Draco to the kickback. Molly 10, it look like Simba. Und zwar sind wir jetzt hier, wie man mit den Torbogen gesehen hat, in Chinatown. Jetzt suche ich mir hier was zu essen. Ich weiß jetzt nicht ganz, was hier ist. Aber ich werde alles probieren. Ich werde alles essen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf ihn hier. Sieht aus wie so ein Tentakel. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja auch nicht. Wird direkt probiert. Ist okay. Ist sehr zäh. Falls man es nicht gesehen hat. Also die Konsistenz geht gar nicht. Aber geschmacklich voll okay. Kommen wir dann abschließend einmal zur Bewertung von Washington DC. Und zwar fangen wir hier einmal mit der Kulinarik an. Den Tag haben wir hier gestartet mit Waffeln in Kombination mit Hähnchen. Dazu gab es Bacon und eine Blueberry Lemonade. Das Bacon war auf jeden Fall das beste Bacon, was ich jemals gegessen habe. Dann gab es mittags von dem Foodtruck einmal diesen Chicken Sandwich, was relativ teuer war. Und abends dann richtig, richtig geiles Sushi. All in all gebe ich hier auf jeden Fall eine 7 von 10. Kommen wir einmal zum Thema Mobilität. Hier fällt auf jeden Fall auf, wie sehr die USA auf Autos ausgelegt ist. Hier gibt es zwar auch ein ganz gutes Bahnsystem, allerdings hat man manchmal einen relativ weiten Fußweg, um überhaupt zur Bahnstation zu kommen. Und dafür mietet man sich dann halt entweder so einen Scooter oder ein Fahrrad, um da überhaupt hinzukommen. Und man muss unterschiedlich viel bezahlen, je nachdem, wo man ein- und aussteigt, je nachdem, wie frequentiert die Bahnverbindung da irgendwie ist. Also manchmal fährt man vom einen Ende bis zum anderen Ende von DC und bezahlt wenig. Und manchmal fährt man vom White House eine Station weiter und bezahlt deutlich mehr. Also einen ganz guten Durchblick, was jetzt wie viel kostet, hat man da gar nicht. Im Endeffekt ist man hier fast besser angebunden, einfach Uber zu buchen. Deshalb gebe ich hier nur eine 5 von 10. Zum Thema Vielfalt brauche ich hier nicht wirklich viel sagen. Es gibt eigentlich alles hier. Normale Sehenswürdigkeiten, die man halt kennt, wie zum Beispiel das White House oder das Lincoln Memorial, aber auch mit den Smithsonian Museen. Richtig schöne Museen, die man kostenlos betreten kann. Deshalb gebe ich hier auch eine 10 von 10. Kommen wir einmal zum Thema persönlichen Mehrwert. Hier ist es auf jeden Fall richtig, richtig cool, vor dem White House gestanden zu haben und dieses Chaos gesehen zu haben. Dann aber auch das Smithsonian Museum gesehen zu haben mit den Dinosauriern und den Säugetieren, aber auch die National Gallery of Art besucht zu haben und das Ganze kostenlos. Deshalb gebe ich hier eine 10 von 10. Kommen wir einmal zum Thema Preis-Leistungs-Verhältnis und hier kommen wir wieder zurück zu den Smithsonian Museen. Die sind alle kostenlos. Das Einzige, was ich hier wirklich bezahlt habe, sind die Münzen, die jetzt im Hintergrund hängen und die Bahntickets, um da überhaupt hinzukommen. Unabhängig davon kann man so viel in der Stadt sehen, ohne was zu bezahlen. Allerdings ist hier das Essen relativ teuer gewesen. Deshalb gebe ich insgesamt nur eine 8,5 von 10. Damit kommt Washington DC auf ein Gesamtergebnis von 8,1 von 10 und landet hier auf dem zweiten Platz hinter Rom. Und wenn ihr mehr von der Serie sehen wollt, abonniert gerne den Kanal oder klickt hier auf das neueste Video. Let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. Yeah, yeah.